Seit dem Rollout der AI-Overviews Ende März sehen viele, der Traffic geht zurück, obwohl die Rankings stabil sind. Die Herausforderung ist es, das im eigenen Unternehmen richtig einzuordnen und verständlich zu kommunizieren. Wir sehen uns gemeinsam an, was passiert ist und wie du dafür sorgst, dass intern alle dieselbe Grundlage haben, um gemeinsam die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß! Warum ist unser Traffic eingebrochen, obwohl Rankings und Content sich nicht verändert haben? Sehen wir hier die Auswirkungen dieser neuen Antwortboxen bzw. AI-Overviews. Genau das ist, was wir gerade sehen. Es ist letzten Endes auch keine neue Entwicklung. Zero-Click-Searches bzw. Suchanfragen, die in den Suchergebnissen gleich beantwortet werden und nicht zu einem Klick führen, begleiten uns schon sehr lange, bereits über Jahre. Es gibt eine detaillierte Folge dazu. Nur durch diese neue generative Erfahrung kann Google fast oder zu sehr vielen Suchanfragen sehr spezifische Antworten liefern. Sind diese Antworten jetzt immer gut und qualitativ hochwertig? Nein. Aber das wird die Zukunft sein und wird sich auch weiterentwickeln. Denn für Google sind AI-Overviews nur ein Zwischenschritt zum Google AI-Mode. Und der AI-Mode ist eine Erfahrung, ähnlich wie ChatGPT, trotzdem basierend auf dem bestehenden Google-Suchalgorithmus, welche in Amerika sogar bereits live in einem separaten Tab ist. Dazu gibt es eine tolle Folge, wo wir das Ganze strategisch beleuchten, aber auch, wie man sich auf diese neue Suchplattform vorbereiten kann. Warum stimmen aktuell Rankings und Klicks nicht mehr überein? Weil der User bereits in den Ergebnissen seine Frage beantwortet bekommt. Insbesondere eben bei informativen Suchanfragen, wo die meisten oder wo AI-Overviews am häufigsten sind, ist es oft so, dass der User einen Informationsimpuls hat, nach einer Information sucht. Wenn diese Frage beantwortet ist, ist das Thema für sie oder ihn vorerst mal erledigt. Wenn das schneller und einfacher geht, dann wird der User das natürlich so machen. Und das heißt einfach, dass oft nicht geklickt wird. Trotzdem, man wird gesehen als Marke, wenn man in den vorderen Ergebnissen als Quelle aufscheint, aber geklickt wird nur selten. Unternehmen verlieren dadurch natürlich die Möglichkeit, den User auf ihre Webseite zu bekommen und dort auch zu beeinflussen. Und das ist ja, was uns eigentlich an diesem Channel auch so wichtig war, die Kombination aus Reichweite und Einfluss. Eine Studie von Ahrefs über 300.000 Keywords zeigt, dass wenn ein AI-Overview bei einer Suchanfrage angezeigt wird, das mit einer 34,5%igen Reduktion der Klickrate einhergeht. Warum steigen die Impressionen, aber sinken die Klicks? Das sehen ganz viele derzeit in der Google Search Console. In unserer Branche nennen wir das The Great Decoupling. Man spricht hier von einer Entkopplung von Sichtbarkeit und Klicks. Inhalte werden nur noch angezeigt, aber sie führen deutlich seltener zu tatsächlichem Website-Traffic. Die Impressionen gehen rauf, weil AI-Overviews Websites die Chance geben, zusätzliche Impressionen zu bekommen. Nämlich einmal als traditioneller blauer Link in den normalen Suchergebnissen, wie wir das halt kennen, und einmal aber auch als Quellennennung im AI-Overview. Kann das sein, obwohl unsere Inhalte inhaltlich hochwertig und aktuell sind? Ja, das hat nichts mit eurer Website oder dem Content Assets auf eurer Website zu tun, sondern die Plattformlogik hat sich aus meiner Sicht grundlegend verändert. Also ist es eine Änderung der Infrastruktur, wie Google funktioniert, und hat nichts damit zu tun, dass etwas falsch gemacht wurde. Wie kann ich intern erklären, was passiert ist, ohne dass es wie eine Ausrede oder eine Rechtfertigung klingt? Was ist der beste Weg, das der Geschäftsleitung zu kommunizieren? Punkt 1 aus meiner persönlichen Erfahrung: Einstieg über unabhängige Quellen, nicht SEO-Quellen. Zum Beispiel laut einer aktuellen Untersuchung des Pew Research
Centers klicken User deutlich seltener auf klassische Suchergebnisse, wenn eine KI-Zusammenfassung angezeigt wird. Nur noch rund 8% der Nutzer klicken in diesen Fällen auf organische Ergebnisse statt wie früher etwa 15%. Die Klickrate auf Quellen, also die neben den AI-Overviews angezeigt werden, liegt sogar bei unter 1%. Eine zweite dringende Empfehlung von mir, eine sinnvolle Einordnung für die Geschäftsleitung. Was wir derzeit beobachten, ist keine klassische Änderung des Google-Algorithmus, wie wir sie aus früheren Jahren kennen, eben das klassische Google-Update. Es handelt sich vielmehr um einen strukturellen Eingriff in die Art und Weise, wie Suchergebnisse präsentiert werden. Google beantwortet viele Suchanfragen inzwischen direkt und leitet User immer seltener auf externe Websites weiter. Das heißt, sie wollen User auf der Plattform behalten. Das ist schon ein Trend, der sich schon seit vielen Jahren fortsetzt und das ist jetzt ein großer Sprung oder Anstieg in diesem Trend. Dann ist es ganz wichtig, erkläre, dass das nichts an der Kaufnachfrage ändert und die Konkurrenz genauso betroffen ist. Google und andere Plattformen, die ja auch in diesem Kontext was Ähnliches verursachen, nennen wir es so, können die Kundenreise nicht abschließen ohne Unternehmen, die die Produkte oder Leistungen bereitstellen. Was wir auf jeden Fall und transparent ehrlich sein verlieren, ist der Einfluss auf die Kundenreise, die uns diese häufig kalorienarmen Klicks ermöglicht haben. Das heißt, nochmal, um es hervorzuheben, wir müssen klarstellen, die Nachfrage an sich ändert es nicht. Das heißt nicht unbedingt weniger Traffic heißt automatisch weniger Umsatz oder Leads oder Verkäufe, was auch immer. Das ist bei jedem Geschäftsmodell anders und prinzipiell an der Nachfrage ändert sich logischerweise nichts und es ist nicht, unsere Webseite ist davon betroffen, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Update ist, ich bin betroffen, aber die Konkurrenz nicht, sondern jeder ist von dieser Änderung betroffen. Und wenn wir uns überlegen, wie ein Markt funktioniert, geht es ja alles im Verhältnis zu meinen Konkurrenten. So. Wie grenze ich jetzt operative Exzellenz von dieser systemischen Veränderung ab? Eigentlich ist es ganz einfach und wahrscheinlich ist das für dich auch total logisch. Zeige basierend auf Daten aus der Google Search Console, wie sich Impressionen und Klicks entkoppelt haben. Das heißt, Impressionen sind rauf, Klicks sind runter. Wenn das nicht genug Klarheit schaffst, kannst du es immer untermauern durch Daten aus Ranking-Tools, nämlich stabile Top 10 Rankings und Sichtbarkeitsindizes, aber dennoch fehlt der Traffic. Das kann natürlich nur der Fall sein, wenn sich die Plattform an sich verändert hat. So. Und jetzt eine Frage, vor dem es wahrscheinlich jeden CMO, Marketingleiter, Teamlead Online-Marketing graut ist. Wenn niemand mehr klickt, warum sollten wir dann weiter in SEO, Content, Sichtbarkeit investieren? Und da habe ich 3 zerstörende Argumente, weil Kaufentscheidungen nicht linear verlaufen, sondern über Wiedererkennung, Relevanz und Vertrauen funktionieren. Auch wenn kein Klick erfolgt, die Marke wird im Kontext einer konkreten Fragestellung sichtbar. Der Nutzer sieht, dieses Unternehmen wird hier als Quelle genannt. Allein das ist ja schon ein Thema für Brand, Autorität, Vertrauen. Diese Wiederholung über mehrere Kontaktpunkte, auch ohne Website-Besuch, prägt die Wahrnehmung der Marke für eine spätere Phase in der Kundenreise. KI-Assistenten sprechen basierend auf einer Konversation Empfehlungen aus. Wenn wir als Marke empfohlen werden wollen, werden wir weiterhin in Content, in SEO, in PR, in das Ganze drumherum, Social etc. und so weiter investieren müssen. Weil vielleicht, was vielen auch nicht klar ist, alle Plattformen, nicht nur Google, auch Social wird sich durch generative KI massiv verändern und wir müssen verstehen, wie diese Engines funktionieren, um uns für diese neue Welt vorzubereiten. So. Dann, weil Sichtbarkeit im KI-Kontext das neue Top of the Funnel ist. Früher war in unseren Köpfen vielleicht Top of the Funnel irgendwas wie ein Blogartikel. Heute ist es eher eine Google-Antwort auf eine Zwischenfrage oder in ChatGPT irgendeine Quellennennung.
Das ist neue Top of the Funnel, sowas, ein oberflächlicher, sagen wir mal, Touchpoint. Und wenn wir dort nicht vorkommen, fängt die Kundenreise für unsere Marke erst gar nicht an. Wir dürfen eben nicht erst die Kundenreise dort beginnen lassen, wo geklickt wird, weil dann können die anderen schon, dann kann der User schon geprägt sein auf andere Brands, sondern müssen dort auftauchen, wo über Einwände nachgedacht wird, wo Fragen gestellt werden, wo Vergleiche angestellt werden, weil dort entsteht Vertrauen und dort entsteht eine Bevorzugung einer bestimmten Marke. Dann, weil Google, ChatGPT, Grok etc. aus Websites Informationen ziehen. Informationen ziehen ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ist jetzt in dem Kontext meiner Meinung nach die richtige Sprache. Und wer keine Inhalte mehr produziert, wird nicht gesehen oder empfohlen. Die KI bezieht sich auf Inhalte, die gepflegt, aktualisiert und bereitgestellt werden. Dazu gibt es eine tolle Folge, wo ich auf dieses Thema eingehe, aber ohne Inhalte wird es nicht gehen. Wenn wir heute aussteigen, tauchen wir in einem Jahr auch in keiner Antwort mehr auf. Und wenn es mit generativer KI und KI-Assistenten und KI-Agents so weitergeht, dann heißt das online nirgendwo. Die organische Suche, und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, was ich der Geschäftsleitung erzählen würde, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man hier ein Entscheider ist. Die organische Suche wurde lange als reiner Performance-Kanal behandelt. Von außen, aber auch von den Menschen in dieser Branche selbst, sei es in-house oder extern, ist egal. Aber dabei war die organische Suche immer schon mehr. Mit AI-Overviews und vielleicht auch bald AI-Mode wird sichtbarer denn je. SEO ist nicht nur Traffic, sondern auch Positionierung, Vertrauen, Relevanz, eben eine Mischung aus Performance, Brand, Influence. Welche Inhalte sind betroffen und was bedeutet das für unsere Strategie? Ist zum Beispiel Ratgeber-Blog-Content überhaupt noch sinnvoll? Das gilt es individuell für das eigene Geschäftsmodell zu bewerten. Prinzipiell empfehlen wir ja auf diesem Kanal, wir auch unseren Klienten, seit Jahren Mofu und Bofu Content zu priorisieren, weil sie nicht so gefährdet sind durch generative KI. Gleichzeitig will ich als Unternehmen die gesamte Kundenreise begleiten und auch schon in früheren Phasen zu Fragen mit meiner Marke auftreten. Aber es geht dann wirklich nicht mehr um Klicks in diesem Stadium, sondern um ein Gesehenwerden der Marke in einem bestimmten Kontext. Wir Evergreen Media werden auf jeden Fall weiterhin auch auf unserer Website informative Inhalte produzieren, aber eben mehr in Themenhubs mit unterschiedlichen Perspektiven und Nuancen. Dazu habe ich letztes Jahr schon eine Folge gemacht und das damals Ranch Style Content genannt. Und das war auch eines meiner großen Themen bei der letztjährigen Campix-Konferenz. Welche Formate oder Themenfelder sind gefährdet, welche nicht? Am besten lässt sich das anhand eines Beispiels erklären. Ein mittelständisches Beratungsunternehmen hat über Jahre sehr erfolgreich über informative Inhalte, sehr tiefschürfende informative Inhalte und ein Lead-Generierungstool, welches dort eingebettet war, erfolgreich sehr, sehr viele Anfragen generiert. Da vor allem im informativen Bereich jetzt deutlich weniger Klicks generiert werden, gibt es weniger Chancen, User zu beeinflussen und in das Lead-Generierungstool zu bekommen. Dementsprechend brechen in einem solchen Fall nicht nur die Klicks ein, sondern auch tatsächlich die Leads. Jetzt ist es bei diesem Beratungsunternehmen aber so, für die spezifischen Beratungsdienstleistungen gibt es sehr viel lokale Nachfrage. Also Leistung, konkrete Leistung plus Ort. Und wir wissen ja alle, da gibt es dann auch keinen informativen Intent, sondern wenn ein User so sucht, dann will er eine Leistung. Das heißt, es ist generell auch unabhängig von dem anderen ein lukrativer Ansatz. Hier würde man jetzt den Fokus in der Content-Marketing-Strategie auf lokale Landingpages legen
um diese Nachfrage einzufangen und den Leadverlust sehr schnell natürlich mit den heutigen Möglichkeiten durch generative KI ausgleichen. Gleichzeitig sollten mittelfristig auch weiterhin Ratgeber erstellt werden, um die Fragen der Zielgruppe zu beantworten und Einfluss aufzubauen. Weil wenn der User schon in seiner Recherche vorab immer wieder die Marke gesehen hat, ist die Chance, dass er im letzten Schritt konvertiert, auch viel höher. Auch, keine Ahnung, das Set, was er sich ansieht an Anbietern, sind 3. Wenn er mich entlang der Kundenreise immer wieder gesehen hat, ist die Chance, dass er sich für mich entscheidet, natürlich höher. Das Einzige, was ich in so einer Situation nicht machen darf, ist am Alten festzuhalten. Denn das ist, den Kopf in den Sand zu stecken, Veränderungen nicht zu akzeptieren und das Unternehmen gegen die Wand fahren. Was machen andere, die ihre Reichweite halten oder sogar ausbauen? Wenn jetzt Konkurrenten du hast einen richtig ordentlichen Traffic-Klickverlust, wenn jetzt Konkurrenten von dir ihre Reichweite halten oder sogar ausbauen, dann heißt das, dass ihre Klicks nicht über Suchanfragen kommen, die massiv von AI-Overviews betroffen sind. Das kann sein, weil sie ein anderes digitales Geschäftsmodell haben. Wenn Sie zum Beispiel im E-Commerce sind Sie natürlich weniger betroffen von AI-Overviews. Wie müssen wir jetzt unseren Kurs ändern? Und jetzt wird es eben tricky für dich als CMO, Marketingleiter, Teamlead Online-Marketing. Wenn bisher von dir vor allem Traffic-Ziele im Fokus standen, braucht es nun ein größeres Umdenken, eine größere Meinungsänderung. Künftig geht es stärker darum, in relevanten Dialogen, für dein Unternehmen relevanten Dialogen präsent zu sein und empfohlen zu werden, auch dann, wenn grundsätzlich weniger Klicks stattfinden. Bisher war es ja, wenn wir es jetzt von ganz oben betrachten, bisher war es so, du hast eine Conversion Rate von Usern von 3%. Das heißt, bisher war es so, dass 97% der User, die auf eurer Webseite waren, nicht konvertiert sind. Ein Großteil der Kundenreise wird aber in Zukunft in KI-Assistenten stattfinden. Sie qualifizieren den User gewissermaßen vor. In der Konversation wird ja immer mehr Kontext geboten, das heißt, es wird immer klarer und das Consideration Set, welche Anbieter das anbieten können, wird immer kleiner. Deswegen wird auch Positionierung 1000-mal wichtiger als früher. Dementsprechend ist der daraus entstehende Traffic passender und wertvoller. Wir müssen unsere Marke zu 100% digitalisieren und auf die Kunden von der Positionierung her maßschneidern, wenn wir online weiterhin mitspielen wollen. Weil es wird einfach so laufen, der User hat da seine Konversation und hat schon sehr klar, was er sich ungefähr vorstellt und damit wird das Set an potenziellen Anbietern immer kleiner und dann, wenn der Klick passiert, ist das Set schon ganz klein oder vielleicht sogar nur noch ein Anbieter. Und generative KI wird zentrale Plattformen wie Google dauerhaft prägen. Und niemand braucht zu glauben, dass das nur Google ist. Auch die Social-Plattformen werden von generativer KI geprägt werden. Wer langfristig sichtbar bleiben möchte, braucht eine Strategie, die SEO, Content, Markenkommunikation zusammendenkt und miteinander verknüpft. Es gibt keinen Zufluchtsort vor generativer KI. Der Traffic-Rückgang, den du erlebt hast, ist keine operative Schwäche, sondern eine Folge veränderter Rahmenbedingungen. Entscheidend ist, dass du ihn intern richtig einordnest, damit ihr gemeinsam die richtigen Entscheidungen trefft und versteht, was der Kanal ist und was er nicht ist und ob er für eure Situation richtig ist oder nicht. Alles ändert sich. Es ist nicht nur die organische Suche oder SEO, alle Online-Marketing-Kanäle sind betroffen. Marketing als Ganzes muss sich anpassen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.